Wow, Mist. Echt spannend, lohnt sich. Die Schönheit der Erde lässt sich nicht kaufen. Sie gehört denjenigen, die sie entdecken. Ganz im Norden Sardiniens hausen wir immer noch im Luxuscamp, was wir euch im letzten Video vorgestellt haben. Kaum erwacht, zieht es uns heute aus den Federn schnurstracks in die Motorradstiefel. Denn wir haben eine Mission. So, wir fahren jetzt zum Nora-Gen-Turm 2.0, also zweiter Anlauf. Oh, es ist matschig hier. Es hat so krass geregnet die letzte Nacht. Boah, übel. Ich war so dankbar, dass wir nicht im Zelt übernachtet haben. Wir wären sowas von derbe abgesoffen. Ja, und dieser Nora-Gen-Turm ist allerdings dann, soweit ich das verstehe, laut Google Maps auch einer, für den man dann Eintritt bezahlt. Aber dafür ist es halt auch ein richtiger, den man auch erreichen kann und nicht so wie die letzten, da fährst du hin, siehst 3 Steine oder gar nichts, weil die Straße da gar nicht hinführt. Da ist auch nochmal so ein Nora-Gen-Turm. Oh Mensch, da ist er. Aber da kommst du auch nicht mit dem Motorrad hin. Boah, heute ist aber, also ich hätte nicht gedacht, dass es so geiles Wetter wird noch hier. Mega. Hier, die Surfer sind alle am Start. Auch total schön, sich das einfach so anzugucken an so einem Ruhetag wie gestern. Und zu sehen, ja, es gibt irgendwie so verschiedene Surfboards. Bei den einen, da schweben die so in der Luft irgendwie. Aber hier siehst du auch, wie türkis das Wasser am Anfang ist, ne? Aber also wir haben gestern mal auf die Preise geguckt, was das so kostet, so ein Surfkurs. Stolze Preise. So, also, ich weiß nicht, was waren das? 2 Stunden für 100 € oder so, ne? Da ist Motorradfahren zum Glück deutlich günstiger. Wow, hier hat man einen tollen Blick hinten in die Berge. Toll. Das ist echt eine schöne Strecke, ne? Auch diese Felsformationen, die wir an den Seiten dann haben. Als wenn die da gerade so hingeplumpst wären. Plupp, plupp. Also das ist halt so ein kleiner Tagesausflug, den man ganz gut machen kann von dem Isola dei Gabbiani Campingplatz Land of Water, wo man wirklich so viele Surferleute trifft. Da werden wir wirklich schon komisch angeguckt mit unseren Motorradklamotten. Ich glaube, wir sind da aktuell auch die einzigen Motorradfahrer. Das Kind, was gestern an uns vorbeilief, hat uns sich gewundert, warum wir solche Stiefel anhaben. Es hielt es für Skischuhe. So, nein. Die Kühe sehen auf jeden Fall sehr glücklich aus. So, fast sind wir da. Das letzte Schild, das letzte Hinweisschild war da gerade. Und jetzt mal schauen, was uns hier erwartet. Oh, das ist er. Wo kann man parken? Da ist für Parken für Behinderte. Geradeaus geht's noch zum Parkplatz. Komm hier.
So, da muss man ein bisschen laufen. Vielleicht können wir unsere Motorräder ja auch da am Rand abstellen, oder? Also ganz ehrlich, den Weg jetzt zu laufen, sorry, ich bin faul. Als wir die Motorräder an der Straße neben dem Turm abstellen, gibt man uns direkt zu verstehen, dass das nicht geht. Also ab auf den dafür vorgesehenen Parkplatz damit. Aller Faulheit zum Trotz. Also wir haben jetzt Eintritt bezahlt für den Nuraghe-Turm, der hier hinten zu sehen ist. Da können wir jetzt gleich auch rein. Ich habe jetzt mal gerade gefragt, Nuraghe heißt die Einzahl von Nuraghe-Turm und Nuraghi ist dann die Mehrzahl. Wenn es mehrere Türme sind, dann sind es die Nuraghi-Türme. Und ja, wir schauen uns diesen jetzt hier mal an. Man zahlt für jedes Monument hier auf dem Platz, es gibt insgesamt 8 Stück an der Zahl, 3 bis 4 Euro. Ja, mal schauen, ob sich das hier lohnt, sich jetzt den größten Turm anzugucken von dem Ganzen. Da hinten ist noch ein ganzes Village, da ist auch die Tourist Information. Toiletten gibt es nur am Parkplatz, also wenn ihr mal müsst und hier auch seid, dann müsst ihr das da vorne machen. Da gibt es noch so Dixie-Klos. Nuraghen sind prähistorische Turmbauten, die in großer baulicher Vielfalt auf Sardinien zu finden sind. In der Antike war Sardinien von verschiedenen Kulturen bewohnt, darunter auch die Nurager, ca. 1800 v. Chr. bis 238 v. Chr. Sie errichteten diese beeindruckenden Steintürme. Anschließend wurden sie zeitweise sogar von den Römern genutzt. Das bedeutet, das Ding hier ist mindestens 3.500 Jahre alt. Schon spannend, wenn man guckt, hier die angehäuften Steine. Und es steht immer noch wie am ersten Tag. Naja, nicht so ganz. Früher sahen die Türme mal so aus. Beziehungsweise das ganze Dorf. Das ist ja hier eine Siedlung, wie hier steht. Deren Zweck umstritten ist. Wobei hier vor Ort jetzt die Information ausgegeben wird, dass diese Handwerkssiedlung, diese Siedlung, die wir hier sehen, wohl für handwerkliche Tätigkeiten konzipiert waren, wie zum Beispiel das Backen von Broten oder Töpfern von Gefäßen. Diskutiert wurde sowohl eine Nutzung als Kultstätte, Grabanlage oder in neueren Untersuchungen favorisiert als Wohn- und Befestigungskomplex. Wenn man sich jetzt die verschiedenen Bauten hier anschaut, würde sich erschließen, dass wahrscheinlich jedes Bauwerk oder jede Anordnung eine eigene Funktion hat. Hier könnte man zum Beispiel nochmal so eine Grabkammer besichtigen können, die man aber leider jetzt auch nicht von innen sich hätte anschauen dürfen. Deswegen haben wir gesagt, überspringen wir das mal. Und hier finden wir auch einen Brunnen, wie er im Buche steht. Wenn ich jetzt die Kamera loslasse, ist sie weg. Für alle Zeit hinfort im tiefen, tiefen Wasser. Vom Vorgarten geht es nun ins Hauptgebäude. Wow. Nuraghentürme sind meist aus großen Steinblöcken konstruiert, die ohne Mörtel aufeinander gestapelt sind, oft konisch oder zylindrisch in ihrer Form. Die zentrale Kammer im Inneren des Hauptturmes ist hier noch immer etwa 7 Meter hoch und besteht aus kreisförmigen Steinreihen, die nach oben hin allmählich kleiner werden. Hier ist ja mit so einem riesigen Ofen einfach, oder? Ja, ich mach gleich mal das Feuer an. Aber wenn man das jetzt hier mal so von den Platzverhältnissen betrachtet, dann haben die hier wohl gemacht, oder? Also was macht der Turm? Weiß man alle nicht, ne? Sich vorm Sonnenlicht geschützt. Hier drin ist es nämlich frisch. Frisch und angenehm schattig. Während es draußen ordentlich Hitze gibt. Einige Nuraghen haben sogar mehrere Stockwerke. Ich bin ja auch mal wieder der Meinung, es ist von Menschen gar nicht möglich, sowas zu bauen. Das stammt alles von Aliens. Leute, von Aliens. Ja, genau. Ich gibt genug Spinner, die das sowas meinen. Nicht zu verwechseln sind die Nuraghentürme mit den Piratentürmen, wie den wir in Torre dei Corsari gesehen haben. Die Piratentürme wurden in der frühen Neuzeit gebaut, als die Piraterie im Mittelmeerraum ein ernstes Problem darstellte.
Die Signaltürme wurden von den sardischen und spanischen Behörden errichtet, mit der Hauptfunktion, herannahende feindliche Schiffe zu erspähen und die Bevölkerung zu warnen. Sie sind meist niedriger, dicker und rechteckiger als die Nuragen. Außerdem wurden sie häufig aus Stein und Mörtel gebaut und verfügen über Schießscharten oder andere Elemente zur Verteidigung. Das nur mal so dazwischen geschoben. Zurück zum Nuragenturm und seinem umliegenden steinernen Dorf. Wer Sardiniens Kultur besser kennenlernen möchte, dem empfehlen wir, sich hier die Beine zu vertreten und dabei spannende Einblicke in die Geschichte dieser Insel zu erhaschen. Komische Sachen leben hier. Kleine Tiger leben hier. Das ist eine Nuragekatze. Sie leben in den Spalten der Steine und fühlen sich besonders wohl, wenn sie die Milch der umliegenden Kühe anzapfen können. Caro, das ist ein weit verbreiteter Irrtum. Katzen kriegen Durchfall von Milch. Das Holz um den Nurageturm eignet sich besonders gut, um die Krallen zu schärfen. Wer also hier seine Messer wetzen möchte, kann dies gerne tun. Oh, hier mal so eine Nacht schlafen? Könnte ein bisschen zwiebelig werden. Riesige Ameisen. Ja, es sind natürlich alles hier prähistorische Tiere. Man hat jetzt den Vergleich nicht, aber so eine Ameise ist ungefähr die Größe wie ein Meerschweinchen. Fängt die Eidechse hier. Die hat sie. Alter. Hat sie die? Ich glaube schon. Ja, da hat sie die. Oh nein. Nimm die Eidechse aus dem Mund. Lass das. Ey, du kannst jetzt nicht die Eidechse essen. Ja, wir kümmern uns jetzt hier um die Katzenerziehung im Nurageturm. Das läuft eher so mittelprächtig. Katzen sind noch schwerer zu erziehen als Kinder oder Partner, habe ich so das Gefühl. Julien zur Ernsthaftigkeit zu erziehen, habe ich jedenfalls aufgegeben. Hier haben wir auch ganz gut zu erkennen prähistorischen PU-Schaum zwischen. So, ihr könnt hier einmal um diesen Turm herumlaufen, über diesen Steg, und habt so immer wieder verschiedene Blickwinkel auf das ganze Spektakel hier. Hier auf dem Grundriss lässt sich auch erkennen, dass früher mal wohl das ganze Dorf hier von so einer Mauer umschlossen war. Wahrscheinlich sind das hier noch so die Überreste von der Mauer, die man hier unten so sieht. Jo, und damit haben wir für heute genug gesehen. Die Jacken konnten wir glücklicherweise im Ticket Office lassen, sodass wir die nicht die ganze Zeit jetzt anbehalten mussten, weil das wäre nämlich richtig heiß gewesen. Was man auch noch sagen kann, also falls sich jemand dafür interessiert, sich sowas anzugucken, ist wahrscheinlich diese Region hier am besten dafür, weil man eben in so einem Radius von wahrscheinlich so 6 Kilometern eine Anordnung verschiedener Bauwerke hat. Die Bauwerke an sich sind auf der gesamten Insel verteilt, da gibt es zig Nuragentürme gibt's hier. Aber hier hat man dann mal auf engem Raum die Möglichkeit, sich verschiedene anzuschauen. Jo Freunde, das war also unser Video zum Nurageturm. Ein kleiner Tagesausflug oder halt ja mal eine Sache von 2 bis 3 Stunden, wenn ihr auf dem Campingplatz seid in Gabbiani. Lasst uns in den Kommentaren gerne wissen, wie euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ich freue mich drauf. Tschüssikowski. So geht's wieder zurück auf die Motorräder, wo wir das fantastische Wetter bei Fahrtwind genießen. Wenn du dieses Video genossen hast, vergiss nicht auf den Daumen nach oben zu klicken und diesen Kanal zu abonnieren, damit du keine weiteren Videos verpasst. Wir sehen uns!